Ja, hallo, herzlich willkommen. Diesmal zu einem besonderen Video. Ich bin diesmal zu Gast bei meinem langjährigen Partner Kaffeeshop E-Spezial Rösterei Roman. Und der Christian Roman wird uns jetzt durch die Rösterei, die in der Nähe von Wismar ist, begleiten. Es war ein sehr langer Ausflug, war sehr intensiv vom Gespräch her, von Informationen her. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Wir waren fast 5 Stunden waren wir in der Rösterei und der Christian hat uns da so viel erklärt. Und da würde ich sagen, gucken wir jetzt mal direkt rein ins Video. So, jetzt sind wir angekommen bei der Rösterei Roman. Bienvenidos. Dankeschön. Komm rein. Kommen rein. Ja, jetzt sind wir hier bei der Rösterei. Hier wird täglich wirklich frisch geröstet. Genau, Ne? täglich wird hier Kaffee geröstet aus aller Welt. Vorwiegend natürlich aus Nicaragua, wo wir herkommen, wo wir schon seit der 3. Generation Kaffee anbauen. Und heute schauen wir mal hinter die Kulissen, wie der Kaffee geröstet wird. Dann kommt mit. Jo, los geht's. In das Herzstück der Firma. Genau. Das ist unsere Röstmaschine. Das Herzstück. Das Herzstück. Eine Trommelröstmaschine, ne? Genau, ein Trommelröster. Also wir rösten nicht nur den Kaffee hier in Wismar, wir begleiten tatsächlich den Kaffee vom Ursprung bis zur Tasse. Wir begleiten ihn bei allen Wertschöpfungsprozessen. Wir sind nämlich Kaffeebauern. In der 3. Generation mittlerweile bauen wir Kaffee in Nicaragua an. Mein Vater ist auf der Plantage groß geworden, hat dort alles über Kaffee gelernt. Sein Urgroßvater hat ihm damals als Junger noch alles eingetrichtert. Damals zum Ärger von meinem Vater, weil der wollte auch gerne lieber mit den anderen Jungs Baseball oder Fußball spielen, aber nein, er musste Kaffee-Know-how sich aneignen, wo wir heute natürlich unglaublich dankbar sind, dass Urgroßvater das damals gemacht hat und auch Papa ist sehr dankbar dafür. Und auch von diesem kleinen von der Finca, die mein Urgroßvater damals administriert hat, konnten wir dann in den 90ern ein kleines Stückchen quasi ergattern und uns sichern, dass dann auch wirklich unsere Finca ist. Es sind um die 9 Hektar, die wir bewirtschaften, überwiegend Kaffee. Mittlerweile ist der Kaffee immer ein bisschen reduzierter und wir haben eine sehr große Biodiversität eingebaut. Wir pflanzen auch gerade ein bisschen Urwald, um das ein bisschen anzukurbeln und haben halt auch andere Pflanzen mittlerweile auf der Finca, weil auch Kaffee bei uns einfach tatsächlich klimatisch immer schwieriger wird anzubauen. Und man muss da einfach ein bisschen schauen, andere Varietäten oder gucken, wie man dem Ganzen ein bisschen entgegenwirkt, damit das halt auch dann Früchte trägt, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, das heißt, wir begleiten den Kaffee von der Pflanze bis zur Tasse. Was bedeutet das? Wir gucken uns jetzt erstmal nämlich an, wo wächst denn überhaupt der Kaffee? Kaffee wächst vor allem im Äquatorbereich auf der Welt. Das heißt, alle Länder so in diesem Äquatorgürtel können Kaffee in der Regel anbauen. Nicht nur Lateinamerika, die man ja oft hört, mit Costa Rica, Kolumbien, Brasilien sind natürlich so Länder, wo diese sehr bekannt sind für Kaffeeanbau. Aber Ursprungsland des Kaffees ist zum Beispiel Äthiopien, ganz toller Kaffee, auch eine ganz große Kaffeekultur. Im afrikanischen Raum haben wir natürlich mit Kenia auch ein Land, was dann eher diese Teekultur hat, aber trotzdem viel Kaffee produziert. Malawi sind dann zum Beispiel Länder, die tatsächlich im Kaffeeanbau eher relativ neu sind. Das heißt, da wurde erst in den 60ern tatsächlich angefangen, Kaffee zu kultivieren, was in der Historie jetzt tatsächlich nicht so lange ist, nicht so kurz. Im asiatischen Raum haben wir Indien, die schon sehr, sehr lange Kaffee anbauen. Also die bauen schon seit, ich glaube, 600 Jahren dort Kaffee an. Also eine sehr, sehr tiefe Kaffeekultur. Auch verbindet man tatsächlich vielleicht gar nicht so doll damit. Man denkt immer bei Indien viel an Tee und Gewürze, aber die bauen auch tatsächlich schon sehr, sehr lange Kaffee an. Aber wir konzentrieren uns natürlich heute dann erstmal ein bisschen auf unseren, nämlich auf Nicaragua. Da haben wir nämlich unsere Finca. Wir beziehen natürlich Kaffee von der ganzen Welt, auch von den anderen genannten Ländern. Und dort haben wir auch immer direkt Kontakt mit den Bauern. Das ist halt so unser Kernprinzip, Kernphilosophie. Wir kommen aus dem Anbau, wir wissen so gesehen, wie der Hase so läuft, wenn man Bauer ist und wenn man Kaffee anpflanzen will oder anpflanzt. Und dementsprechend
reden wir dann auch auf Augenhöhe mit den Produzenten. Und das ist uns halt auch wichtig, dass wir die Leute kennen, wo der Kaffee herkommt, den wir beziehen, weil wir so auch ganz anders und offen mit den Produzenten reden können, verhandeln können. Wir stellen halt auch viele und große Bedingungen an den Bauern, weil wir natürlich wissen, wie es so ist und wie er das machen muss. Heißt zum Beispiel, dass er nicht spritzt, dass wir keine Chemie auf der Finca haben, dass er Dünger selber produziert, weil das ist mit das Einfachste, was man halt machen kann. Man hat so viel Verschnitt, so viel, was man einfach zu Dünger wieder umformen kann. Früher, als ich ganz klein war und wir nach Nicaragua geflogen sind, war das natürlich irgendwo Urlaub, aber es hatte immer mehr mit Arbeit zu tun als mit Urlaub. Wir sind dann ab in den Van und dann sind wir halt rumgefahren. Dann haben wir die Kaffeebauern besucht und die Familien. Aber mittlerweile sind dadurch natürlich enorm enge Partnerschaften entstanden, mit denen wir dann schon jetzt seit Jahrzehnten dann zusammenarbeiten. Und dann wissen wir halt auch, woran wir sind, wie die Qualität ist und wie die halt arbeiten, enorm wichtig für uns. Wenn ich den Kaffee aufbereitet habe, wir können hier auch sonst nochmal zur Aufbereitung nämlich ganz schön einmal rüberschauen. Das sind nämlich 3 Rohkaffees aus allen 3 verschiedenen Kontinenten. Wir haben einmal unseren Nicaragua, das ist ein klassisch gewaschener Kaffee, ganz typisches Bohnenbild. Wir haben es schön dunkelgrün, grau. Dann haben wir hier einen äthiopischen Wildwuchs. Und das ist ungewaschen. Das ist der Ethiopian Bonga Forest. Man sieht dann schon im Vergleich eine leichte Gelbfärbung und ist natürlich auch von der Bohnenform eine andere, weil es auch eine ganz andere Varietät ist, ganz andere Pflanzensorte. Und jetzt hier ganz hinten rechts haben wir den Indien. Ist ein Indian Monsoon Malabar. Hatten wir kurz erwähnt, dass das ein ganz interessanter Kaffee ist, weil der wird dem Monsun, Wind und Regen ausgesetzt in Indien. Den Monsun haben wir nur in Indien, dementsprechend ist das halt auch einzigartig auf der Welt. Das kann nur dort gemacht werden und der Kaffee schmeckt der schmeckt so auf der gesamten Welt. Also ist egal, welchen Kaffee man auf der Welt nimmt, Monsun ist einzigartig, weil durch diese Aufbereitung verliert er halt fast jegliche Säure. Also es ist sehr, sehr säurearmer Kaffee. Egal wie man den zubereitet, ob im Siebträger, Vollautomat, in der Regel wird er nicht fruchtig sein. Kaffee ist nicht da zum Trinken. Kaffee ist da zum Genießen. Es ist ein Genussmittel. Und dazu müssen wir wieder zurück. Wir müssen uns die Zeit nehmen, vielleicht auch mal länger den Kaffee zubereiten und uns die Zeit nehmen, frisch zu mahlen, den Kaffee aufzubereiten. Wenn wir daraus eine Zeremonie machen, ja, dann schätzen wir das Produkt doch viel mehr. Dann geben wir diesem Produkt die Wertschätzung, die es auch verdient. Dann zeigen wir dem Bauern auch unsere Wertschätzung, indem wir die Zeit opfern. Weil Zeit ist nun mal das wertvollste Gut, was wir Menschen haben. Und wenn wir diese Zeit widmen, dann ist das die größte Wertschätzung, die das Produkt überhaupt haben kann. Und darum ist es uns wichtig, dass wir ein tolles Produkt liefern, Spitzenprodukt, die beste Qualität, optimal geröstet und dann kann man das Produkt auch so genießen, wie es sein soll. Das ist uns halt sehr wichtig. Ne? Wir kommen aus Nicaragua, ist unser Ursprung und wir fühlen uns verpflichtet, dort auch zu helfen. Das heißt, wir haben eine soziale Verantwortung in Nicaragua. Wir machen seit über 20 Jahren, haben wir jetzt unser Kinderprojekt und unterstützen dort Schulen. Das heißt, wir haben Schulen renoviert, wir haben Bibliotheken gebaut, mit Drucker, Schulen ausgestattet, Schulmittel, Stühle, Lebensmittel, Schulhefte, also alles Mögliche, wie man die Schulen und Schüler vor allem unterstützen kann. Immer darauf picht und geguckt, dass wir halt in die Bildung investieren, ne? In die Zukunft, weil das ist für uns halt, ja, das ist die Zukunft, das macht es uns aus, das ist das, was wichtig ist, ne? Wie formen wir die Zukunft, damit die zukünftigen Kinder ein besseres Leben haben in Nicaragua und nicht wieder gegen die Armut ankämpfen müssen. Und seit 4 Jahren haben wir unser Projekt jetzt ein bisschen umstrukturiert. Wir haben ganz viele Schulen ja unterstützt und das hat auch Früchte getragen. Das heißt, wir hatten Jahrgänge, die wir unterstützt haben, die wurden dann in der Region bester Jahrgang. Also die haben auch wirklich gute Noten gehabt. Wir hatten 2 Stipendien gegeben, die haben dann Architektur studiert etc. Wir müssen
unser Projekt irgendwie anders aufbauen. Wir müssen die Kinder irgendwie greifbarer machen. Wir müssen irgendwie mehr zu denen kommen und nicht einfach nur unterstützen, wenn wir da sind und dann sind wir wieder weg und dann ist auch irgendwie nachher gar keine Perspektive mehr da. Also haben wir eine Ecke von unserer Finca quasi zur Verfügung gestellt. Wir haben alles rausgerissen. Kaffee, also die Bäume haben wir natürlich gelassen, aber alle Nutzpflanzen sind raus und haben diese Ecke 2 Schulen zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir haben jetzt ein Pilotprojekt für eine Agrarschule. Das heißt, die Schüler kommen mit der gesamten Klasse zu uns auf die Finca und haben ihre Projekte, die sie dann 2-wöchentlich begleiten. Sie gucken, hey, die pflanzen Erdbeeren, das ist auch ganz viel medizinische Pflanzen, tatsächlich gar nichts mit Kaffee, sondern es geht wirklich nur um Agrarnutzpflanzen, wie behandle ich Pflanzen, was muss ich tun, damit sie wächst, damit sie gedeiht, damit sie auch wirklich überlebt und lebt und nicht nur überlebt, sondern mir natürlich auch einen Nutzen wiedergibt. Darum haben wir das jetzt so umgestrukturiert, damit die Schulen oder die Schüler zu uns kommen, um dieses Interesse zu wecken. Das heißt, wir wollen und hoffen, dass die Leute dann rausgehen und sagen, hey, ich habe heute was gelernt zu Agrar, hey, das könnte meine Zukunft sein, da könnte ich mich sehen, da kriege ich auf jeden Fall meinen Lebensunterhalt verdient und da werde ich nicht irgendwie täglich schauen müssen, wo mein Brot herkommt. Und dafür haben wir dann auch einen Agraringenieur, mit dem wir sowieso zusammenarbeiten und der hat auch die Zertifizierung, um ein Agrarstudium auszustellen. Heißt, die haben auch die Perspektive, wenn denen das gefällt, wenn die sagen, ja, das ist es, dann können die danach quasi zu uns kommen und wir haben dann den Weg für die. Ne? Wir haben den Agraringenieur, der die Ausbildung mit denen machen kann und wenn das alles so gut läuft, können wir auch über das Projekt das Studium dann finanzieren. Dann haben wir Wassertanke gebaut für Bauern, sieht man dort ganz gut. Wir waren in Kenia, da haben wir eine Schulküche gebaut. Da arbeiten wir mit dem Kidovo-Projekt zusammen, ganz tolles Projekt. Die machen das genauso wie wir. Das heißt, das ist Sony, eine Kenianerin, die jetzt hier in Deutschland lebt, die auch Kaffee röstet, Kaffee importiert und dort die Bauern unterstützt mit dem Projekt. Das heißt, sie hat die Brücke geschlagen nach Kenia. So, hier wird der Kaffee gelagert und ja, hier kommt die Ware an, ne? Also hier, genau. Hier kommt so eine Palette an Kaffee, die ist dann auch vollgepackt, 10 Sack, und die sortieren wir uns dann. Der Kaffee kommt, wenn er jetzt aus dem Ursprung kommt, wenn wir jetzt Nicaragua nehmen, dann wird er ja verschifft und kommt in Hamburg an. Da sieht das Lager dann anders aus, da sind ganz, ganz viele Säcke und von Hamburg oder Bremen kriegen wir dann quasi eine gemischte Palette mit unserem Kaffee, den wir für die Woche brauchen. Und dann kommen die 10 Sack an und die sortieren wir uns dann hier, wie wir es gerade. Und ein Sack sind 60 bis 70 60 bis 70 Kilo, okay. Hier sehen wir jetzt das Herzstück der gesamten Rösterei, die Rösttrommel, wo 30 Kilo in jeder Bearbeitung geröstet wird. Die kommen da unten rechts in die Schale rein. Und dann geht das quasi durch die Trommel durch. Hier sehen wir noch die Säcke, wo der frische Kaffee drin ist. Ja, hier wird täglich frisch geröstet. Mehrfache Röstungen pro Tag werden hier gemacht. Und das wird dann quasi danach nach Wismar geliefert und nach Rostock geliefert, sodass in Wismar und Rostock immer frischer Kaffee vorrätig ist. Der kommt hier an aus Hamburg, der Kaffee. Der wird hier dann frisch geröstet, dann wird er verpackt. Ja, wichtig nochmal zu erwähnen zur Röstung. Also erstmal ist es ein Trommelröster und das Verfahren ist ein Langzeitröstverfahren. Die Röstdauer beträgt dort 20 Minuten, also kann variieren von 17 bis 22 Minuten. Und ja, und die Temperatur wird schrittweise erhöht während der Röstung bis maximal 200 Grad. Dadurch wird eine schonende Röstung erzielt, bei der individuell auf den jeweiligen Kaffee Einfluss genommen wird. Die verschiedenen Aromen werden dadurch gefördert. Und durch die lange Röstzeit und die langsame Temperatursteigerung kann die Säure entweichen und der Kaffee wird dadurch deutlich bekömmlicher für den Magen und abgekühlt wird dann 5 Minuten mit Luft. Und im Vergleich zur industriellen Röstung, dort ist es eine Schockröstung bei 700 bis 900 Grad und das gerade mal in 3 Minuten und dadurch bleibt die Säure im Kaffee und Aromen können sich nicht entwickeln.
Ja, das ist halt der Unterschied zwischen Gourmet-Kaffee, ne, mit der langen Zeitröstung und industriellen Kaffee, wo die Bohne wirklich, ja, ne, schockgeröstet wird und ja, deswegen, also das wollte ich euch heute auch nochmal deutlich machen, was da der Unterschied ist. Hier sind wir jetzt live dabei bei einer Röstung. Wir sehen jetzt gerade die Trommel, wie gerade der Kaffee geröstet wird. Der ist jetzt noch leicht ein bisschen dunkelbraun und der wird jetzt auch gleich zwischendurch nochmal ein paar Mal kontrolliert. Man nimmt jetzt hier so eine Proben mit dem Handgriff nimmt man dann immer so eine Proben raus und dadurch sieht man dann halt, wie gerade die Röstung ist. Das wird dann immer minütlich auch ein bisschen kontrolliert, damit die Röstung halt auch perfekt ist. Hier sehen wir auch nochmal die Luftkühlanlage, wo die Bohnen dann gleich reinkommen und da werden sie dann, wie gesagt, hatte ich ja gerade erzählt, 5 Minuten dann halt gekühlt und danach werden sie quasi dann abgefüllt. Alleine auch der Geruch, als ich mich der Rösterei näherte und empfangen wurde und dann in die Rösterei reingegangen bin, das war ein unfassbarer Geruch. Sowas habe ich auch noch nie wirklich gerochen, diese Art von Geruch. Und das kommt halt durch die Röstung und ja, war wirklich sehr, sehr besonders. Und was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, also beim Gourmet-Kaffee ist auch nochmal der Unterschied, man riecht den Kaffee halt die ganze Zeit, ja, also wenn man ihn kauft, wenn man ihn mit nach Hause nimmt, im Auto hat, wenn man ihn zu Hause öffnet, wenn man den Kaffee zubereitet, man hat halt immer diesen Geruch von dem Kaffee, der ist halt permanent da und wenn man jetzt zum Beispiel das mit dem industriellen Kaffee vergleicht, ist halt der Unterschied, ja, man macht die Packung einmal auf, man riecht kurz einmal einen Geruch und dann nach 10 Minuten riecht man halt gar nichts mehr. Und deswegen, also wie gesagt, klar gibt es da halt Preisunterschiede, ist ja logisch. Ein industrieller Kaffee wird halt in Massen hergestellt. Der Kaffee hier vom Kaffeeshop Roman, der wird halt zum Beispiel in Hamburg zwischengelagert. Der kommt von der ganzen Welt. Wie gesagt, wir hatten ja vorhin schon in der Präsentation aus Nicaragua, aus Indien, aus Kenia, aus Äthiopien. Und ich muss wirklich sagen, was mir auch aufgefallen ist, zum Beispiel so beim industriellen Kaffee, gerade wenn ich so Espresso-Bohnen oder sowas gekauft habe, mir war der immer so mega bitter und da war halt irgendwie nicht so richtig Geschmack bei. Und wie gesagt, bei dem Kaffee vom Kaffeeshop Roman, vom Kaffeeshop E-Spezial, ist halt was ganz anderes. Also wie gesagt, probiert es gerne mal aus. Wir gucken hier währenddessen noch weiter bei der Röstung zu. Und wie gesagt, probiert es gerne mal aus. Link ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung drin. Benutzt da gerne auch am Ende der Bestellung, wenn ihr über meinen Link dort bestellen wollt, auch gerne mich nochmal erwähnen. Liebe Grüße vom Underwater Frank. Und das wird mir auf jeden Fall sehr viel helfen. Dann kann das halt besser auch verfolgt werden. Dann kriegt ihr auch noch eine schöne Praline noch mit dazu bei eurer Bestellung. Und wie gesagt, probiert es gerne mal aus. Also alleine die Reise durch die Welt des Kaffees, das sind 16 Sorten von Kaffeeshop E-Spezial, die ihr alle dann probieren könnt. Einfach in der Filtertüte einfach mit heißem Wasser aufgießen und dann einfach genießen. Macht euch da auch gerne Notizen. Also welcher Kaffee euch am besten geschmeckt hat und den könnt ihr dann einzeln dann bestellen. Und wie gesagt, also ich kann das nur weiterempfehlen. Ich habe da so viele Sorten jetzt schon getrunken und die sind wirklich alle super. Ist auf jeden Fall ein bisschen hypnotisierend, während man so dazu guckt, während der Kaffee hier gekühlt wird. Und ich habe da auch echt lange Zeit zugeguckt und ich fand das echt mal cool, das mal so live zu sehen, mit so einer großen Trommel vor allen Dingen, ne? Also die halt wirklich 30 Kilo denn da rösten kann und ja, also wirklich sehr beeindruckend, mal so eine Trommel von Dichten zu sehen und mal so bei diesem Prozess dann auch dabei zu sein. Ja, es gibt jetzt auch Schokolade von meinem Kaffeepartner. Wirklich sehr leckere Schokolade. Ich hatte die Vollmilchschokolade mit 50% mit Kaffee noch drauf geträufelt. Also wirklich sehr, sehr
Lecker habe ich, also war wirklich super lecker, gerade auch zum Kaffee der Nachmittags oder so, wirklich super lecker. Könnt ihr gerne mal auf der Online-Seite mit reinschauen. 70% Kakaomasse und Ja. die machen wir mit 50%, Okay. 50, 55 ungefähr. Das ist unsere Milchschokolade, ist natürlich mit einem sehr hohen Prozentsatz, also es ist eine dunkle Milchschokolade. Wir verarbeiten die halt auch mit deutlich weniger Zucker und erhöhen lieber den Kakao-Butteranteil. Dadurch ist die Schokolade schön geschmeidig, aber auch ein bisschen anfälliger natürlich, aber vor allem nicht so süß. Wir haben 20% weniger Zucker und auch keine Lecithine, keine Emulgatoren drin, nichts von dem ganzen Schnickschnack, was da irgendwie nicht reingehört. Kakao, Kakaobutter, Rohrzucker, Milch. So, bei der Milchschokolade. Bei der anderen ist es halt Kakao und Rohrzucker so, und nichts mehr drin. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel den Marago Jeep. Das ist die Elefantenbohne sozusagen. Man sieht hier auch sehr schön, wenn man, warte mal jetzt, die Geisha-Bohne ist auch ein bisschen größer, kann das sein? Genau, Geisha Die ist auch ein bisschen. Und hier sind die, hier ist jetzt zum Beispiel die Indian Monsoon. Das ist quasi so relativ Normalgröße, ne? Und wenn man das jetzt mal so vergleicht, da sieht man halt schon den Unterschied. Also man kann ja mal hier einfach mal so 2 Bohnen nehmen und dann sieht man das hier direkt daneben. Sieht man schon den Unterschied, würde ich sagen. Das ist jetzt, wie gesagt, der Indian Monsoon, der Geisha und dann hier die Elefantenbohne. Ja. Und das verköstigen wir jetzt gleich. Und verköstigen wir die nicht so stark gerösteten auch? Das sind noch der Rohkaffee. Ja. Wir verköstigen, die 3. Okay, die mit 3. Marago Jeep haben wir geschmacklich einen sehr klassischen Kaffee. Ist ein gewaschener Kaffee, wird dann was Mildes, wenig Säure, weicher Körper sein. Der Geisha ist ein ungewaschener und es ist eine ganz spezielle Pflanzensorte. Habe ich vorhin schon kurz erklärt. Der wird sehr, sehr komplex. Da hat man fruchtige Noten, beerige Noten, trotzdem was erdig-schokoladiges, sehr verspielter Kaffee. Dazu daneben haben wir jetzt einmal den Indian, weil das ist auch ein ganz besonderer Kaffee. Wenn wir jetzt kurz daneben halten, haben wir hier, so sieht ein klassischer Rohkaffee aus. Das ist jetzt unser Rohkaffee aus Nicaragua, gewaschen, hat immer so was grünlich-graues. Grünlich, und jetzt sehen wir, dass der Indian schon ganz anders aussieht. Ja. Der ist so richtig hellgelb-weiß und ist auch deutlich, deutlich leichter. Man merkt das richtig, die sind so wie so ein Stein, so ein bisschen schwerer. Ja, stimmt. Der ist deutlich leichter, weil der mit dem Monsun, Wind und Regen quasi verarbeitet wird oder aufbereitet wird, der Rohkaffee. Wird dadurch speziell gewaschen und entwickelt seine prägnante Note, ne? Dieses haselnussartig, malzige, leicht karamellige, das kriegt er halt durch diese Aufbereitung. Und das wollen wir heute einmal testen. Mal schauen, wie sich der Gaumen so beweist, ob wir alles rausschmecken werden. Wollen wir mal loslegen. Jo, legen wir los. Dann haben wir den gemahlenen Kaffee. Das heißt, wir können einmal im Aroma rübergehen, wie es riecht, also das Aroma. Und daraus kann ich natürlich schon leichte Rückschlüsse machen, was ich vielleicht für eine Erwartungshaltung haben werde bei der Tasse. Und das wird dann auch immer notiert. Ne? Ich mache dann einen Test, okay, erste Kontrolle Rohkaffee, zweite Kontrolle Röstkaffee, dritte Kontrolle Aroma. Dann vierte Kontrolle oder vierter Schritt ist dann bei dem Cupping testen. Wie ist da das Aroma? Danach probieren wir ihn, trinken wir ihn und dann erkläre ich nochmal, worauf man achtet, weil man trinkt nicht einfach nur Kaffee und sagt sich, okay, schmeckt nicht, sondern wir achten gezielt auf bestimmte Sachen. Nur beim ersten Schluck achten wir nur darauf, wie lange bleibt er im Gaumen. Dann nehmen wir den zweiten Schluck. Wie intensiv ist der denn? Ist der kräftig? Ist der weich? Okay, dritter Schluck. Dann gucke ich mal, was kann ich noch so rausschmecken? Welche Noten hat er? Was macht ihn besonders? Was sind so die speziellen Sachen? Das heißt, das werden wir nach und nach testen. Und dann werden wir ihn jetzt erstmal aufgießen und ziehen lassen.
Ja, zum Ende gab es nochmal ein wunderschönes Cupping, sehr schön aufgebaut, sehr gut erklärt, auf was man denn zu achten hat, die 3 Schritte, die eben gerade noch erklärt wurden. Am Anfang brechen wir dann, weil es ja türkisch aufgebrüht ist, hat man ja oben so eine Kruste und mit dem großen Löffel bricht man dann die Kruste, man geht ganz dicht an die Tasse ran mit der Nase, bricht die Kruste auf, spürt dann die ganzen Aromen, die ganzen Duftstoffe. Und danach quasi testet man dann, schlürft quasi, man spielt mit dem Kaffee, danach wird wieder neutralisiert mit Wasser und wie gesagt 3 wunderschöne Sorten, die Elefantenbohne, der Maragojib, der Indian Monsoon und der Geisha Kaffee, 3 sehr exquisite Sorten und wie gesagt, wenn ihr da mal gerne testen wollt, guckt gerne mal auf die Internetseite bei meinem Partner vorbei. Dort könnt ihr die 3 Sorten bestellen. Und wie gesagt, der Geisha Kaffee, den kann man anfragen, weil der halt sehr, sehr besonders ist. Ein sehr exquisiter Gourmet-Kaffee. Aber wie gesagt, da könnt ihr gerne eine Anfrage stellen. Schaut einfach mal unter dem Video in die Beschreibung rein und dann findet ihr alles. So, jetzt ist der Kaffee geröstet. Das waren die Einblicke. Und jetzt geht's in die Läden. Ja, damit kommen wir jetzt zum Ende des Videos. Es war wirklich sehr, sehr schön, bei der Rösterei Roman zu Gast zu sein. Die ganzen Erklärungen, die Führungen, die er gemacht hat, die ganzen Fragen, die er beantwortet hat. Wirklich wunderschön. Auch dieser wunderschöne Geruch. Wie gesagt, wenn man reinkommt in die Rösterei, so einen Geruch habe ich bisher noch nie wahrgenommen oder noch nie vorgerochen. Was ganz Besonderes. Und wie gesagt, vielen Dank an die ganze Familie Roman und besonders natürlich an Christian für seine Zeit. Wir waren da jetzt wirklich 5 Stunden in der Rösterei und auch die Verkostung war wirklich super gemacht. Ja, wie gesagt, wenn ihr da gerne mal vorbeischauen wollt, wie gesagt, den Laden gibt es in Rostock und in Wismar. Da könnt ihr vor Ort direkt den Kaffee kaufen. Ansonsten, wie gesagt, bestellen auf der Online-Seite. Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung drin. Und wie gesagt, wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne ein Abo dalassen und einen Daumen nach oben. Vielleicht auch mal einen Kommentar schreiben, ne, was ihr vielleicht gerne nochmal wissen wollt. Dann kann ich da nochmal nachfragen und euch dann das beantworten. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten und dann bis zum nächsten Mal.